Was kann ein Scale Crawler für unter 100 € im Gelände? Das möchte ich heute mit dir zusammen in diesem Video herausfinden. Viel Spaß! Vor uns haben wir den RTR Scale Crawler für um die ca. 80 € von LDRC, den LD P06 im Maßstab 1:12. Verbaut ist ein 260er Bürstenmotor, ein 17 Gramm Lenkservo. Wir fahren mit dem mitgelieferten Lithium-Ionen-Akku mit 1200 mA, der sollte für etwa 30 Minuten reichen. Das Fahrzeug verfügt unter anderem noch über Blattfedern und Portalachsen. Wichtig an dieser Stelle, ich bin hier wieder auf meinem Standard-Crawler-Testgelände und das ist ziemlich hart. Hier scheitern auch manche gestandene Crawler. Von daher sollten wir hierbei ein bisschen Mitleid haben mit diesem kleinen, wirklich sehr günstigen Crawler. Habe das doch bitte im Hinterkopf. Ich habe das Fahrzeug ganz bewusst ready to run gelassen. Ich habe daran nichts verändert. Natürlich geht mit Tuning immer ein bisschen mehr. Das Licht ist ebenfalls aus, bis auf der Blinker, weil ich habe gedacht, die Energie braucht er. Erwartungen habe ich tatsächlich gar keine. Für den Preis muss man das auch wirklich in Relation setzen. Und bisher kommt der gar nicht so schlecht voran. Es ist extrem schwieriges Gelände, wo natürlich ein TRX4 etc. so einfach rüberrollt, natürlich. Aber das hier ist auch eine ganz andere Fahrzeugkategorie, das dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Und Scale ist er ja wirklich, da muss man ja echt mal sagen. Und seinen Job hier, den macht er gar nicht so schlecht, die 260er Bürste. Klasse. Und auch das letzte Stückchen sollten wir doch hier schaffen. Wow, toll. Das sieht ziemlich gut aus. Wenn du das Unboxing zu diesem Fahrzeug noch nicht gesehen hast, dann verlinke ich dir das jetzt oben in der Infobox. Wie immer versuchen wir es zunächst an der schwierigen linken Seite, bevor wir es rechts versuchen. Und die hat da wirklich zu knabbern. Ich will jetzt auch den Akku nicht direkt schon verpulvern. Deswegen versuchen wir es jetzt noch einmal mit ein bisschen mehr Schwung. Ich glaube, wenn man sich jetzt hier ganz lange hinsetzt, dann könnte es was werden. Ich fahre jetzt aber mal rechts rum den einfacheren Weg. Hier ist es nicht so steil. Und wir gucken mal, die Reifen haben relativ wenig Grip, aber mit ein bisschen Geschick schaffen wir es vielleicht doch noch. Ja, komm, wir tricksen ein bisschen. Das macht er gut. Und auch hier das letzte Stückchen. Komm, das schaffst du auch noch. Na, guck mal. Prima, jetzt wird's erstmal ein klein wenig einfacher. An dieser Stelle schaue ich gern, wie fügt sich das Fahrzeug im Landschaftsbild ein, von der Größe her. Und 1:12, das sieht doch klasse aus. Sehr, sehr schön. Jetzt kommt noch mal eine Steigung. Diese Steigung ist ein Vorgeschmack auf das, was gleich kommt. Gleich fahren wir einen Berg hoch, den man selbst zu Fuß kaum bezwingen kann. Und dann schauen wir mal, wie er sich schlägt. Trotz losem Geröll, finde ich, funktioniert das hier doch schon mal richtig gut und lässt mich auch ein bisschen hoffen, dass wir gleich zumindest 1-2 Meter den anderen Berg hochkommen. Der kleine Crawler fällt hier tatsächlich kaum auf. Ja, er ist kleiner als ein TRX4 etc. Aber wie du siehst, haben wir hier schon die ersten Probleme. Und ich glaube, hier werden wir auch nicht mehr viel weiter kommen. Ich stelle ihn noch mal ein bisschen weiter oben hin. Wir versuchen es noch mal, fahren ganz langsam los und gucken, ob wir da nicht doch irgendwie hochkommen. Der nächste Versuch, ich fahre mal ganz langsam los, bewege mal die Lenkung so ein bisschen, aber er bringt die Kraft nicht wirklich auf den Schotter, sondern die Räder drehen durch, die sind auch recht hart und ich glaube, das wird nichts. Es liegt einfach am Grip. Das Fahrzeug an sich ist ja auch sehr leicht. Motorleistung ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Aber wir drehen hier einfach durch. Wir haben nicht genug Power. Schade, aber ganz ehrlich, muss er das können? Ich denke für den Preis nicht. Was kann er denn in der Schräglage?
Ja, das macht er doch eigentlich ganz gut. Dachte ich zumindest. Ja gut, wir haben hier einen ABS-Aufbau, keine aufgebleiten Räder etc. Ja, gut. Wir versuchen es noch einmal. Eine Chance kriegt er noch. Versuch Nummer 2. Nicht ganz so steil. Wie gesagt, mit Tuning wäre hier sicherlich mehr drin. Ja, also da sollte man definitiv dran arbeiten, dass man einen niedrigeren Schwerpunkt bekommt. Wenn du eine Idee hast zum Räderaufbleien etc., wie man noch schön Gewicht unten ans Chassis bekommt, dann schreib das doch jetzt mal unten in die Kommentare. Hier eine wirklich schwierige Stelle. Sehr große Fahrzeuge haben hier aufgrund der Fahrzeugbreite sehr große Probleme. Kleine Fahrzeuge sind in der Regel an dieser Stelle deutlich besser. Aber wir haben ja auch sehr harte Reifen und wenig Grip. Reicht es denn aus, hier wirklich nur schmal zu sein? Ich sehe auch, dass die Felgen hier ein klein wenig durchdrehen. Die Räder sind nicht verklebt. Ich hatte den Eindruck, dass es bisher immer gut funktioniert hat. Aber da wäre zum Beispiel ein Punkt, das sollte man auf alle Fälle tun, bevor man damit jetzt wirklich mal ins Gelände geht. Ich habe ihn wirklich genau so aus der Box geholt und wollte ihn genau so hier gerne mal testen. Und wir sehen, dass die Felge hinten ein ganz klein wenig durchrutscht. Also ein sehr wichtiger Tipp, auf alle Fälle die Reifen festkleben. Ich setze ihn ein bisschen höher an und wir gucken mal, ob er vielleicht den Rest noch schaffen könnte. Ein kleines bisschen höher angesetzt das Ganze und ja, da fehlt ihm jetzt absolut die Power. Aber es ist auch eine schwierige Stelle, da scheitern so viele Crawler. Ich bin hier mal mit einem TRX 6 sehr gut hochgefahren, aber das sind Welten, das darf man hier auf gar keinen Fall vergleichen. So, eine Chance gebe ich ihm noch, einen Tacken höher, versuchen wir es dann jetzt auch nochmal. Und der letzte Versuch. Schafft das nicht? Das sehen wir gleich. Und hier lässt mich die Motorleistung im Stich. Da dreht auch jetzt nichts mehr durch. Vielleicht verliert der Akku auch inzwischen an Power. Aber hier geht jetzt nichts mehr. Kommen wir zum Böschungswinkel und Rampenwinkel. Also ganz ehrlich, schön aussehen tut er ja. Und er passt sich hier super an. Er passt wirklich super ins Gelände. Und mit so ein bisschen Tuning sollte da doch was gehen. Guck mal hier. Auch ein schöner Maßstab zum Fahren, wie ich finde. Na, ich denke hier einen Fahrfehler. Da geben wir mal ein bisschen mehr Schmackes drauf. Na komm, jetzt lass mich nicht hängen. Wir versuchen es nochmal. Komm, zumindest hier hinten. Ah, der Rampenwinkel. Wir setzen auf, aber er schafft es. Jetzt die Frage, wird ihn das hier noch sonderlich beeindrucken? Ich glaube, das hier ist genau das, was er braucht. So ein mittleres Gelände, nicht wahnsinnig schwer. Irgendwas, was super zum Maßstab passt, wo man noch so ein bisschen vielleicht auch dem einen oder anderen Stein ausweichen kann. Dann funktioniert das doch. Na, schau mal, hier den großen. Dem weichen wir da auch noch aus. Na schau. Klasse, das hat er doch gut gemacht. Ein kleiner, aber sehr scaliger Einsteiger-Crawler für circa 80 €. Was will man mehr? Die Performance ist völlig solide, die Optik ist wirklich klasse. Und wer sich nicht davor scheut, ein bisschen was zu verändern, ein bisschen was zu tunen, an Fahrwerk, Reifen und Optik, der könnte mit diesem Fahrzeug wirklich sehr gut beraten sein. Gibt es etwas, was ich vergessen habe und etwas, was du vielleicht an dem Fahrzeug als erstes verändern würdest? Das schreib mir doch gerne jetzt unten in die Kommentare. Bis dahin, ciao!